Als die deutsche Nationalhymne kam, hat mich meine französische Freundin gefragt, warum ich denn nicht aufstehe und warum ich nicht die Nationalhymne mitsinge. Und das fand ich so skurril. Ich würde nie die Nationalhymne mitsingen vor einem Deutschlandspiel. Und bei ihr ist es halt ganz normal, dass man einfach aufsteht und die Nationalhymne singt. Ich bin Merle, ich bin 26 Jahre alt und ich studiere im Moment noch Psychologie. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und ich bin eine Grenzgängerin, weil ich ein Jahr Au-pair in Holland war und danach auch da geblieben bin und meinen Bachelor da gemacht habe. Und ich war noch ein halbes Jahr in Glasgow und habe da Erasmus gemacht. Ich habe mein Studium in Nimwegen gemacht, das ist an der deutschen Grenze. Was mir am meisten aufgefallen ist, dass die Holländer sehr viel offener scheinen als die Deutschen. Aber vor allen Dingen in meinem Studium habe ich dann gemerkt, dass es schwierig ist, so richtige Freundschaften aufzubauen mit den Holländern, weil es doch sehr oberflächlich alles ist. Kulturmäßig ist mir aufgefallen, dass die Holländer kein Weihnachten feiern. Die feiern Sinterklaas, also es ist so wie Nikolaus und da kriegen die ganzen Kinder quasi Geschenke und das ist auch so, dass Sinterklaas quasi wirklich in die Stadt kommt. Also da ist dann jemand verkleidet, der kommt dann auf dem Schiff angefahren und fährt durch die ganze Stadt und es ist ein Riesenfest, wo alle Leute dann am Wasser stehen und Sinterklaas anjubeln quasi. Und dann an dem Tag, also es ist der 5. Dezember, dann kriegen quasi die Kinder die Geschenke. Und auch sowas wie Nationalstolz und so war für mich sehr befremdlich in Holland. Aber jetzt, wo ich meine Freunde aus dem Erasmus kennengelernt habe, weiß ich einfach, dass das eher so ein deutsches Ding ist, dass man das nicht haben darf oder nicht hat. Ich war mit 2 Freunden in London und die kenne ich auch aus meinem Erasmus. Und die eine kommt aus Frankreich, die andere kommt aus Belgien. Wir haben das Deutschlandspiel geguckt, Deutschland gegen Schweden. Und als die deutsche Nationalhymne kam, hat mich meine französische Freundin gefragt, warum ich denn nicht aufstehe und warum ich nicht die Nationalhymne mitsinge. Und das fand ich so skurril. Ich würde nie die Nationalhymne mitsingen vor einem Deutschlandspiel. Und bei ihr ist es halt ganz normal, dass man einfach aufsteht und die Nationalhymne singt. Ich habe aus Holland auf jeden Fall irgendwie die Offenheit mitgenommen, so offen auf Menschen zuzugehen und auch so ein bisschen die Leichtigkeit des Lebens. Also für die Holländer ist alles irgendwie so ein bisschen spaßiger als für die Deutschen, habe ich das Gefühl. Es war halt so, dass wenn Klausuren anstanden, dann waren, glaube ich, 80% der Deutschen dauerhaft in der Bib und die Holländer haben sich einfach gedacht, oh ja, ich mache das 3 Tage vorher und dann passt es schon. So. Besonders ist mir hängen geblieben, da war ich mit einer Freundin, die ist auch deutsch, im Bus und dann haben wir uns auf Deutsch unterhalten und dann haben sich 2 holländische, ich glaube es waren Damen, sehr lautstark darüber beklagt, dass so viele Deutsche in Holland sind und dass wir doch wieder zurückgehen sollten nach Deutschland. Da habe ich mich sehr unwohl gefühlt, weil mir sowas vorher noch nie passiert ist. Und die Reaktion war eigentlich nicht vorhanden von den anderen. Also ich weiß nicht, ob die es nicht mitbekommen haben, aber es war jetzt nicht jemand, der da irgendwas zu gesagt hat. Ich glaube, in Deutschland hat sich das jetzt mit der Flüchtlingskrise, wie man es so schön sagt, ein bisschen gewandelt. Bei mir zu Hause waren 2 Syrer, die haben bei meinen Eltern gewohnt und seitdem bin ich da sehr sensibel. Also ich versuche schon eigentlich was dazu zu sagen, wenn da sich jemand beschwert. Aber ich kann gut verstehen, wenn man sagt, dass man so das Gefühl hat, dass es in Deutschland auch eher totgeschwiegen wird. Ich glaube, es macht gar nicht so viel aus welchem Land man kommt, sondern man muss halt eben einfach gucken, dass man Menschen kennenlernt, die zu einem passen und die kann man in jedem Land finden. Здравей, как си? Добре,